Keine Probleme mehr. Ich will keine Probleme mehr hören. Schönen guten Tag. Hallo. Aber die neue Folge, die heißt irgendwie New Project, More Problems. Ja, weil so viele Fragen aufkamen. Willkommen bei Pitted Studio TV. Mein Name ist Björn. Und meiner Jenny. Und wir machen Computerspiele. Hallo. Sieht man an meinem T-Shirt. Ich bin nämlich heute in Retro. Ja, Oh ja, Commodore. stimmt. Sehr gut. Und da war die Welt noch in Ordnung, ne, oder? Da habe ich angefangen und nein, die war nicht in Ordnung. Du ahnst nicht, wie oft ich geflucht habe, irgendwelche Spiele neu zu starten. Aber das ist eine andere Geschichte. Und soll ein anderes Mal erzählt werden. Jetzt kommen wieder Probleme. Genau. Also, an die Folge, wir haben nämlich schon mal eine gemacht, die hieß New Project, New Problems. Und da haben wir ein bisschen was über den Einstieg erzählt, wie wir angefangen haben, jetzt ein Computerspiel zu machen. Und da kamen Fragen auf eurerseits. Und deswegen knüpfen wir nochmal an und erzählen nochmal ein bisschen ausführlicher Dinge, die wir beim letzten Mal nicht erzählt haben. Okay. Zum Beispiel, Thema Nummer 1 ist, es hat jemand gefragt, gebt doch mal Tipps zum GDD. Was ist das überhaupt und wie macht man das? Also das ist ein Game Design Dokument. Genau. Document. Ja. GDD. Genau, das gibt es in Deutsch und Englisch, ist eigentlich GD. das Gleiche. Und das Game Design Dokument, das erstellt man in der Regel, bevor man ein Computerspiel macht. Vorher? Ja. Nicht währenddessen? Nee. Auch, oder? Ja. Ja. Also erstmal kann man unterscheiden zwischen einem Mach mal ruhig weiter. Pitch Deck und einem Game Design Dokument. Die sind sich ähnlich, ist aber nicht das gleiche. Und was ist das überhaupt? Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr ein Spiel macht, dann braucht man ja erstmal eine Idee. Und Ideen haben immer alle haben immer ganz viele, ganz tolle Ideen, aber irgendwie muss aus dieser Idee ja auch ein Spiel werden. Und was braucht's für das Spiel überhaupt? Und was muss da alles rein? Und wie kann ich das denn ordnen? Und das macht das Game Design Dokument. Das heißt, das ist ein Dokument, in dem alle Bereiche des Spiels einmal drinstehen und die kann man dann irgendwie zum Beispiel auch jemandem zeigen. Theoretisch könnte man das auch einem Publisher oder so jemandem zeigen oder jemandem anders, der zum Beispiel in der Förderung einreichen oder so. Aber manchmal macht es auch Sinn, wenn es schnell gehen muss, eine unfassbar hübsche kleine Mini-Kurzform davon zu haben. Und das ist das Pitch Deck. Das heißt, das Pitch Deck ist im Grunde genommen nur auf den Punkt gebracht. Was? Was denn auf den Punkt gebracht? Was das Spiel ist? Genau. Ja. Richtig. Also, womit beginne ich bei einem Game Design Dokument? Die erste Sache, die ich im Grunde genommen brauche, ist so eine Art Überblick. Das heißt, was für ein Setting, was für ein Genre, was auf den Punkt gebracht ist, das Kernhauptargument für mein Spiel, für welche Zielgruppe ist das, auf welchen Plattformen soll es denn erscheinen und so weiter. Das steht da alles im Überblick einmal kurz und knackig drin, zumindest alles das, was ich zu dem Zeitpunkt jetzt schon weiß. Und dann werden diese ganzen Punkte später nochmal ausführlich. Das heißt, zum Beispiel Die Story. Ja, genau. Ja, also die detaillierte Story. Das heißt, worum es jetzt geht, wissen wir ja, zumindest im Groben. Du bist der Held, du musst die Welt retten in einer postapokalyptischen, keine Ahnung was, ja, als Beispiel, wie bei Elex. Und dann steht dann da drin, was du genau machst. Wie der Spielstart ist, ne? Dass du da irgendwie die Klippe runtergeschmissen wirst und bist dann irgendwie Persona non grata und musst dann irgendwie versuchen, irgendwie wieder zurückzukommen, weil du wissen willst, wer hat dich denn da irgendwie betrogen und so weiter und so weiter. Das steht dann da alles drin, da stehen dann die Kapitel drin, ne? Passus 1, 2, 3 und so. Da steht dann genau drin, wie das läuft, wie die Spielzeit ist, was genau und ja, die Details eben. Ne? Genau. So, das ist die Story. Und was noch? Level zum Beispiel, das heißt, wir wissen dann, welche Artbereiche gibt es denn überhaupt, was für eine, Flora brauche ich dafür, brauche ich irgendwie Tannenbäume oder brauche ich irgendwie vielleicht auch Laubwald und Wiese und welche Arten von Gebäuden oder Objekten brauche ich und das muss da alles drinstehen. Gibt es sowas wie Items, also welche Features hat das Ding eigentlich? Kann ich kämpfen, kann ich sammeln, kann ich mir irgendwas angucken, kann ich rätseln, wie funktioniert die Steuerung? Und dann gibt es so Bereiche wie, was für eine Fauna gibt's? Das heißt, gibt es irgendwie sowas wie
Monster? Gibt es Figuren? Wie sehen die aus? Haben die sowas wie Kleidung? Und so weiter und so fort. Und am Ende natürlich dann auch, wenn ich sowas habe wie Kampf, das beschreiben. Wie genau soll das funktionieren? Wie viele verschiedene Sachen kann man denn da machen? Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ziemlich umfangreich, kann man sich vorstellen, weil es einmal alle Teilbereiche abdecken soll. Und dann fasst man das im Grunde genommen möglichst auf den Punkt gebracht zusammen. Da muss nicht jeder Tisch und jeder Stuhl drin stehen. Aber es muss zumindest drin stehen, welche bewegten Figuren, also welche NPCs und welche Creatures man tatsächlich hat. So, ne? Also es sollte dann schon da stehen, zumindest dann mit so einem Platzhalter. Okay, vielleicht kriegen wir noch Ambient-Tiere, 5 Stück. Ja, ein paar Ratten, ein paar Mäuse, irgendwie, keine Ahnung, Fleischschwanzen, Schlange, Fische, Schildkröten, so ein Zeug, ne? Das jetzt nicht unbedingt die kämpfende Fraktion ist, die müssen eigentlich nur schön aussehen, irgendeinen Tagesablauf haben und sich bewegen. Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen schludern, kann sagen, okay, da steht da drin so, ja, und Gekröse. Das reicht dann meistens auch, ne? Ja, Gekröse kriegen wir dann auch, aber ist Prio 5 oder 3, ne, in dem Fall. Also das heißt, das ist von der Priorität sehr weit unten und deswegen kann man da einfach mal ein bisschen schludern an einigen Stellen. Ja. Aber die wichtigsten Sachen, vor allem die Sachen, die Arbeit machen, die müssen da drin stehen, die richtig Arbeit machen, ne? Weil ein Tisch und ein Stuhl ist auch Arbeit. Aber vielleicht jetzt nicht so viel, als wenn man ein Monster baut, animiert, entsprechend in die Welt mit Tagesabläufe, mit Kampfes. Das ist halt mehr als einen Tisch zu bauen oder einen Stuhl. So, ne? Und das, die wirklichen Zeitfresser, die müssen dann da drin stehen. Die sind wichtig. Und die dürfen auch nicht am Ende irgendwie dann nochmal überdacht werden im besten Fall, ja. Dass man sagt, okay, gut, dann machen wir jetzt nochmal 5. Ne? So. Man hat ja Zeit, so, ne? Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, das, was da steht, sollte auch schon möglichst realistisch sein. Ja. Heißt also, wenn man jetzt sagt, so, ich mache jetzt 86 Monster, dann sollte man auch gucken, wie lange dauert das, ja, so ein Ding zu animieren, zu bauen, zu texturieren und in die Welt zu bringen und die Welt drumherum und es plausibel irgendwie darzustellen. Testen und nicht vergessen. Testen. Immer testen. Ne? Heißt also, 1/3 der Zeit testet man den Krempel. Ne? Wenn ich innerhalb von einer Woche irgendwas implementieren kann, brauche ich mindestens noch mal eine halbe oder 2 Tage, 30% halt, ne? Um das Ding zu testen. Um zu gucken, wie sieht's in der Welt aus und passt das überhaupt zusammen und so weiter. Weil daraus resultieren sich meistens immer noch mal mehr Arbeit. Ich habe mal gehört, irgendwie 10%. Okay. Habe ich mal so gehört. Das sind so 10%, die noch mehr Arbeit sind, die man noch oben drauf macht. Meine Erfahrung sagt, das stimmt nicht. Das ist zu wenig. Ja? Meine Erfahrung sagt mindestens so 1/4 der Arbeit. Ich gedacht, das klingt für mich auch sehr wenig. Das ist wenig, ne? Aber die wird immer eingeplant, die 10%, gerade bei sowas, ne? Und So. dann verzögern alle. Und dann gibt's Probleme und dann gibt's noch mehr Probleme, so, ne? Also nehmt lieber 30%. Da nehmen wir über 30% oder 50 vielleicht auch, ja? Weil beim Tuning, Wenn man keine Erfahrung hat, dann vielleicht doch lieber 50. Ja. genau, lieber 50%. Das heißt also, beim Tunen macht man das ja auch. Da kleckert man nicht, da klotzt man. Ne? Irgendwas ist zu schwach, verdoppeln. So, bam. Ne? Muss man jetzt bei der Zeitrechnung vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil dann ist es auch irgendwann Quatsch. Ne? Man macht die Monster ja nicht doppelt, sondern man fummelt an den Monstern so lange noch rum, bis sie funktionieren. Ja. Und das ist halt so eine Sache, Die wird oft unterschätzt. Die wird unterschätzt. Ja. Aber diese Sachen, die müssen im Game Design Dokument ganz klar drinstehen, dass sie gemacht werden sollen. Also aus dem Game Design Dokument muss jemand, der Erfahrung hat mit Computerspiele machen, ersehen es können, ja, wie realistisch es ist, sowas umzusetzen. Da muss dann gucken, welches Team ist das, mit welcher Technik wollen die das umsetzen, was für ein Budget haben die, wie viel Zeit haben die. Dann guckt man das Game Design Dokument und sagt, ja, netter Versuch, aber das kriegt ihr nicht hin. Oder, oh ja, gut, das sieht realistisch aus. Oder, gucken wir mal. Ne? Meistens sind die Game Design Dokumente sehr umfangreich und da steht unheimlich viel drin. Und wir damals bei Piranha Bytes haben oft gesagt, vor allem bei der Elex-Reihe, dass wir immer so 90% unserer Sachen, die wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt haben. Das ist selten. Ne? Das ist immer so, da schreibst du was rein und dann
ist das geduldig, ne? Und dann guckt man das aber, die Features, die man dann da ansagt und wie die dann umgesetzt werden. Das wird dann eine andere Geschichte. Sind die dann geil? Das wird eine andere Geschichte. Sind die komplett? Ja, sie sollten komplett sein. So, ne? Dass man zumindest das gemacht hat, umgesetzt hat, was man geplant hat. Gibt auch Sachen, die rausfliegen. Was habt ihr euch denn vorgestellt, was es nicht reingeschafft hat? Ja, 1000 Dinge immer, ne? Aber das waren immer nur so 10%. Manchmal vergisst man auch so banale Sachen, zum Beispiel wie, ach ja, ich muss ja auch noch das Menü und die Einstellungen machen. Das kostet ja auch noch Zeit. Oder solche Sachen. Oder das Spiel soll irgendwie eine Besonderheit noch haben oder eine Message oder sowas. Dann kommt das auch ins Game Design Dokument. Und natürlich auch so Bereiche wie Technologie, dass man mit reinschreibt, ja, womit will ich das denn machen? Das wäre auch ganz schlau, wenn das Game Design Dokument bereits enthalten ist. Und dann kann man theoretisch danach ein Pitch Deck daraus erzeugen. Was ist dann der Unterschied? Ein Pitch Deck ist nicht so umfangreich. Das ist sowas wie, was haben wir denn hier? Evolution, haben wir auch schon öfter mal gezeigt. Ne? Das ist dann so eine Mappe irgendwie. Das ist so ein Game Design Dokument, Pitch Deck, sage ich jetzt mal, von Elex. Damals hatte das noch den Arbeitstitel Evolution. Ja? Und dann stehen da so Sachen drin wie Table, das ist dann irgendwie, ich glaube, das haben wir auch schon mal verlost, ne, dieses Ding irgendwie. Ne? Es gibt auch einige Leute, die das auch schon zu Hause haben. Ja. Ne? Es gibt ein Overview, was ist es, dann schön mit Grafik, das ist dann jemand, der sich das Gameplay, steht da drin, Audience and Style, das heißt, wer soll es spielen, welche Grafik hat es, wie man sieht, sind diese Bereiche hier immer nur ganz klein. Das ist immer nur irgendwie 1 oder 2 Sätze auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt genau hinter dem Mikro, dass man das gar nicht sieht. Also, das heißt, immer ein schönes Bild dazu, dass man sich irgendwie was dazu vorstellen kann und ganz knapp nur beschreiben, was die Inhalte sind. Also nur auf den Punkt gebracht. Weil wenn man damit zum Beispiel auf eine Messe geht oder irgendeinen Termin beim Publisher hat und man möchte irgendwie mal eben überzeugen, dann haben die keine Zeit. Kein Mensch hat Zeit. Und entweder man catcht dann innerhalb von wenigen Sekunden jemanden mit irgendwas, was Eindruck macht, oder eben nicht, dann hast du verloren. Und wenn man da so einen riesen Fließtext hat, das liest kein Mensch. Also im Pitch Deck bitte nicht schwafeln, sondern nur ganz knapp auf den Punkt gebracht, was ist denn mein Argument? Was ist mein Feature? Worum geht's? Was ist da mit drin? Dann kann man schon, hier ein bisschen Landkarte und so, dann kann man schon ganz grob gucken, was ist denn das für ein Spiel? Interessiert mich das oder interessiert mich nicht? Das passiert innerhalb von 30 Sekunden und dann hast du entweder gewonnen oder du hast verloren. Also guck mal, die Outlaws, die hießen damals Berserker und die Berserker hießen damals The Wild, ne? Also die Wilden. Das haben wir später noch geändert. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also das muss auch nicht final sein, sondern es gibt einen ersten groben Überblick über das Spiel. Ja. Und daraus kann man dann im Grunde genommen auch einen Milestone-Plan schon grob ableiten. Ja. Denn das ist auch eine der Fragen gewesen, wie macht man den denn dann eigentlich? Woher weiß ich denn dann als Entwickler, wann ich mit was denn da am besten fertig sein muss und was steht da drin? Ja, also das ist auch ein Thema für eine eigene Folge. Weil ich habe es ja gerade mal ein bisschen angerissen, ne, was man plant und so weiter. Und Milestones sind immer so Sachen, die man nach draußen bringt oder auch ins Team bringt, dass man sich selbst kontrolliert, dass man sagt, okay, diese und die Sachen, die haben wir bis dahin geschafft und da muss man sich dann auch drauf verlassen können. Und da kann man dann ablesen, wenn man Milestones geschafft hat, ob man überhaupt in der Lage ist, so ein Projekt zu stemmen. Ne, da gibt's dann so Milestones wie den Vertical Slice, das ist so wie die Scheibe Wurst, einmal quer durch, ja, die man sich angucken kann, dass man daran extrapolieren kann, wie der Rest der Wurst aussieht. Wie lang die Wurst dann ist, das gucken wir dann. Aber ich sehe, okay, davon hätte ich gerne ein paar mehr Scheiben von dieser leckeren Wurst, ja. Und dann ist das ein Milestone, wo du sagst, okay, du zeigst das Spiel, ja, wie es aussieht, ungefähr. Ne? Meistens ist es so in der Mitte der Phase so. Also irgendein Milestone in der Mitte ist der Vertical Slice. Dann gibt es ganz am Anfang irgendwie den Vertical Slice überhaupt, den Milestone-Plan aufzustellen, die Vision zu formulieren, ein Pitch-Deck zu haben, ist ein Milestone, dass man sagt, okay, wir sind fertig. Dann ein Prototypen vom Spiel ist ein Milestone, dass man ein Stück spielbar hat, dass es sich dann auch schon so anfühlt am Anfang und so weiter und so weiter. So, da machen wir aber mal eine eigene Folge drüber, über Milestone-Planung und was das genau ist, ne? Welcher Masochismus sich dahinter verbirgt. Ja. Gut, dann habe ich noch eine Community-Frage. Ah ja. Ne? Ich meine, das waren ja auch irgendwie welche, aber trotzdem haben wir noch eine explizit. Und zwar, die Frage ist, werdet ihr eure Spiele
selber vermarkten in der Zukunft. Boah, was heißt denn das? Dass wir diejenigen sind, die das Ding zum Verkauf anbieten und dann auch irgendwie an uns dann irgendwie quasi das Geld gezahlt wird. Also, es ist so, die ersten Plattformen, die wir natürlich bedienen wollen mit dem ersten Spiel, was wir jetzt rausbringen als Pithead Studio, sind die gängigen PC-Plattformen, weil die am einfachsten zu erreichen sind. Das heißt sowas wie Steam, GOG, Epic Store. Und da würden wir gerne unser Spiel anbieten. Und das könnte man theoretisch auch selber machen. Da braucht man jetzt niemanden, der das macht. Ne? Da macht man sich eine Seite und meldet sich dort als Firma an und dann kann man dort seine Inhalte hochladen. Und dann muss man irgendwie in der Regel so um die 30% der Einnahmen an die Plattformen abgeben. Manche sind ein bisschen günstiger, wie Epic, und manche sind ein bisschen teurer. Und dann kann man das Spiel dort verkaufen. Und das kriegen wir wahrscheinlich auch selber hin. Und dann gibt es so ein paar Überlegungen, die wir haben. Zum Beispiel so wie, schaffen wir es dann auch auf die Konsole oder erreichen wir dann auch mit unserer Strahlkraft irgendwie Menschen zum Beispiel international, oder erreichen wir zum Beispiel nur Leute innerhalb des deutschen Marktes? Und das ist halt schwierig zu beantworten irgendwie. Also wie viele von euch zum Beispiel schauen uns gerade zu, die woanders herkommen als aus dem deutschsprachigen Raum. Und genau, also nach YouTube-Statistik sind es momentan so 5% unter euch, die zum Beispiel die englischen Untertitel verwenden, die sehr fleißig hier gemacht werden von Sasu. Danke, Sasu. Dankeschön. Und ja, da müssen wir halt schauen, wie ist das? Brauchen wir da vielleicht doch noch ein bisschen Unterstützung oder eben nicht? Und das entscheidet sich einfach erst nächstes Jahr. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir haben noch mehr Probleme. Ne? Das heißt, wir werden noch mehr Probleme hier diskutieren und dann vielleicht sogar nächste Woche, wenn es hier heißt Pithead Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Das kam jetzt ziemlich schnell alles, ne? Ruckzuck war die Sendung zu Ende, also wie fallen 1000 Sachen rein. Ja, mir auch Ja. irgendwie. Aber wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.